Aus dieser Ecke stamme ich. Hier muss man wirklich stark sein. Hier muss man sofort zurückschlagen. Zuerst angreifen, den ersten Schlag machen, damit man überhaupt überleben kann. Hier wurde mir auch mein Fahrrad gestohlen von 3 Jungs. Ich wollte es mir zurückholen. Ich habe gegen sie gekämpft, ich habe um mein Fahrrad gekämpft, aber ich wurde zusammengeschlagen. Und diese Machtlosigkeit hat mich sehr traumatisiert. Und ich habe deswegen mit Kampfkunst angefangen, wollte ein starker Fighter werden, damit ich hier nicht untergehe. Es fühlt sich sehr, sehr gut an und es ist fast rauschmäßig, wenn man merkt, dass man stark ist, dass man Fähigkeiten hat, die andere nicht haben. Je mehr ich trainiert habe, umso mehr kam ich wie in einen Drogenrausch. Es war so, dass ich immer schneller, immer härter, immer besser werden wollte. Mein ganzes Leben hat es damals sehr beherrscht. Ich wollte der absolut Stärkste sein. Ich wollte derjenige sein, der nie wieder sein Fahrrad abgeben muss, wenn 3 Leute einen bedrohen. Ich habe alles Mögliche erreicht, im Boxen, im Kickboxen, im Karate und war sehr ehrgeizig, sehr perfektionistisch und bin ganz oben angekommen. Ich habe aber auch immer weiter gesucht. Eskrima, Thai-Boxen, Meditation. Ich habe sehr viele Kämpfe gemacht, das habe ich immer weiter getrieben. Stockkampf, Messerkampf, Schwertkampf. Das hat mich berauscht. Wie ein Samurai mich gefühlt, wie ein Warrior. Und das ist natürlich ganz wichtig beim Kämpfer, dass er diesen Fighting Spirit hat. Aber all das, all diese Kampfkunst, all dieses Training, all diese Bushido, Buddhism, schwarzen Gürtel, Siegerrungen, all das führte zu immer mehr Ego, immer mehr Egozentrik. Ich habe etwas gesucht, was wirklich Kraft bringt. Und da haben mir diese ganzen fernöstlichen Sachen überhaupt nicht geholfen. Ich hatte wirklich eine depressive Phase. Mein Training habe ich weiterhin aufrechterhalten, aber ich war leer, innerlich leer. Was der Buddhismus übrigens auch anstrebt. Da war immer das Hauptwort, werde leer. Und ich suchte Fülle. Ich suchte das Leben. Ich habe eine sehr, sehr fromme Oma und sie hat immer gesagt, mein Zentrum ist Jesus. Mein Zentrum ist Jesus. Ich wollte das haben, was meine Oma hatte. Ich war aber völlig weit weg davon, ich war leer. Und habe mich anfangs geschämt und es bezweifelt, dass es was bringt, wirklich zu beten zum Herrn. Wie meine Oma zum Herrn gebetet hat. Weil ich dachte, okay, das ist meine Oma, sie ist alt. Ja, und das sind alte Sachen. Aber ich habe nicht mehr so eine Lust gehabt. Ich habe keine große Motivation mehr gehabt. Ich war sehr, sehr stark, aber ich war sehr, sehr leer. Es ist so, dass mein Cousin mit 20 Jahren gestorben ist. Ich bin mit ihm zusammen aufgewachsen wie mit einem Bruder. Und das hat mich noch zu sich mehr runtergerissen. Ja, ich habe sehr viel geweint. Ich war sehr, sehr voller Schmerzen. Aber ich habe angefangen zu beten, wirklich zu beten, wie meine Oma gebetet hat. Und ich habe gemerkt, dass mein Gebet zu Jesus mich plötzlich erwärmte. Mein Herz wurde heiler und heiler und voller und voller. Und es war wie eine Sonne, die ich jeden Tag haben wollte. Und keinem aus meiner Umgebung könnte ich es erklären. Weil ich nahm keine Medikamente, ich ging nicht zu einem Psychotherapeuten, ich habe nicht buddhistisch meditiert, sondern ich habe einfach mit Jesus gesprochen. Ich habe mit Jesus mich unterhalten und mein Herz ausgeschüttet und mein Leben in seine Hände gegeben. Weil er ist für mich gestorben und ich bin derjenige, der erkennen muss, dass aus mir heraus keine Rettung ist. Ich weiß, dass es Jesus gibt, weil ich ihn spüre. Das Licht hat zugenommen, die Wärme hat zugenommen, der Halt, die Stärke, die Zuversicht, die Hoffnung, die Liebe.
Es gab eine Freude, die immer stärker in mir wurde und die mir sehr viel Kraft gab. Und das war viel mehr Kraft als die Kraft, die ich durch Kampfkunst und Meditation vorher gesucht habe und mir auch angeeignet habe. Es war eine ganz andere Kraft, weil der Einzige, der wirklich Kraft hat, ist Jesus Christus.